In diesem Video erklären wir die Suche nach den Originalen von Koran und Bibel, nach den Urtexten. Diese Forschung nennt man Textkritik. Heute haben wir einen Text in der Hand, zum Beispiel eine Bibel oder einen Koran. Das Prinzip gilt aber auch für andere alte Texte. Und dann gibt es da Textfunde von diesen Schriften, die schon viel älter sind. Diese unterscheiden sich oftmals untereinander. Darum ist ein heutiges Buch sehr selten eine perfekte Kopie von einem alten. Und mit Hilfe dieser per Hand abgeschriebenen Schriften, also Handschriften, versucht man möglichst genau herauszufinden, was im Originaltext gestanden hat. Wie funktioniert das denn? Eine Methode ist, die Handschriften miteinander zu vergleichen und zu fragen, was könnte näher am Original liegen. Die Vermutung ist, je älter eine Handschrift ist, umso weniger Veränderungen waren möglich. Umso jünger ein Manuskript ist, umso mehr Änderungen können sich auf den Stationen zwischen Original und dieser Kopie eingeschlichen haben. Nur wenige Experten haben aber direkten Zugang zu den Handschriften, können die Sprachen vergleichen und so weiter. Noch einmal andersrum. Der Urtext wurde aufgeschrieben vor vielen Jahren, zum Beispiel der Koran oder die Bibel. Leider ging das Original fast immer verloren, zum Beispiel weil das Material nicht so haltbar war oder im Krieg zerstört wurde. Der Text wurde aber vorher oft abgeschrieben und der Inhalt wurde aus dem Gedächtnis weitergegeben. Weil sich jedoch die Sprache veränderte und weil die ersten Abschreiber keine berufsmäßigen Schreiber waren, gab es viele kleine Abschreibfehler. Vielleicht sogar absichtliche Änderungen? Dazu später mehr. Aus den vielen Handschriften wird dann eine Version genommen, von der man glaubt, dass sie am nächsten an dem Urtext dran ist. Und diese Version, dieser Grundtext, den halten wir in den Händen. Das ist dann unsere heutige Version des Buches. Jetzt erklär mal, was heißt das für den Koran? Manche Fachleute glauben, dass Mohammed einige Texte für den Koran von aramäischen Christen übernommen hat. Doch das kann man mit Textfunden schwer nachweisen. Deshalb fangen wir mit Mohammed an. Er berichtete, dass er Offenbarungen erhalten hatte und lehrte diese seinen Nachfolgern. Seine Offenbarungen wurden auswendig gelernt und weitergegeben oder aufgeschrieben auf Knochen, Leder und so weiter. Diese Materialien waren nicht haltbar und sind fast alle verloren gegangen. Zudem hatte die altarabische Schrift damals nur wenige Buchstaben, sodass mehrere Laute durch den gleichen Buchstaben geschrieben wurden. Der Text konnte verschieden gedeutet werden. Mohammed ist dann gestorben und einige Zeit später wurde der Koran zusammengestellt. Das lesen wir in Sahih al-Bukhari. Dazu gibt es ein Video online, schau es dir an. Dann gab es Streit unter Mohammeds Nachfolgern, welche Koranrezitation die richtige sei. Einige sprachen einen anderen Dialekt, andere hatten zusätzliche Worte, viele Verse und ganze Suren, die andere nicht akzeptierten. Und woher kamen die Unterschiede? Eine spätere islamische Überlieferung berichtet, Mohammed habe gesagt, Allah hat mir geboten, den Koran nach 7 Lesearten zu lesen. Der Engel Gabriel soll Mohammed den Text sogar nacheinander in 7 verschiedenen Versionen gelehrt haben. Diese Lesearten sind wichtig, weil die meisten arabischen Buchstaben unterschiedlich gelesen werden konnten, als die restlichen Zeichen noch nicht hinzugefügt waren. Als man also die unterschiedlichen Punkte noch nicht hatte, konnte in diesem Fall ein Zeichen für 4 verschiedene Konsonanten stehen. Und selbst wenn die Konsonanten klar unterschieden wären, könnte man immer noch verschiedene Vokale einfügen, die die Bedeutung ändern. Auf diese Weise können die Wörter und Sätze in tausenden Varianten gelesen werden. Vergleichen wir es einmal mit dem Deutschen. Wenn man 2 Konsonanten hat, können sie Verschiedenes bedeuten, je nachdem, welche Vokale man einsetzt. Wenn da LB steht, dann muss der Leser entscheiden, ob Liebe, Laub oder Lob gemeint ist. Die arabische Schrift wurde ursprünglich ohne Vokale geschrieben. Doch auch die Konsonanten konnten ja auch unterschiedlich gelesen werden. Natürlich gab es dann Streit, wer den Koran richtig rezitiert. So folgten die Syrer Ubay ibn Ka'b, die aus Kufa folgten Abdullah ibn Masud und so weiter. Usman, der damals die politische Macht unter den Muslimen hatte, hat dann mit Zustimmung der Gefährten Mohammeds einen Dialekt ausgewählt und alle Manuskripte mit anderen Versionen eingesammelt und verbrennen lassen. Du kannst dir denken, dass viele damit nicht einverstanden waren. Menschen haben also damals dafür gesorgt, dass die Varianten, die doch laut islamischer Lehre im Himmel existierten, vernichtet wurden. Aber bestanden denn die Unterschiede in den Koranhandschriften jetzt nur im Dialekt? Nein,
Viele Islamwissenschaftler glauben, dass die Hadithe mit den verschiedenen Lesearten erst im Nachhinein erfunden wurden, weil die Unterschiede zwischen den Koranversionen so groß waren. Muslime sollten nämlich nicht am Koran zweifeln oder nicht in Frage stellen, ob Mohammed manchmal einfach seine Worte vergessen oder verändert hat. Übrigens, es geht nicht darum, wie viele Muslime heute den Korantext auswendig kennen, sondern darum, wie unterschiedlich die ersten Muslime den Koran rezitiert haben. Die Unterschiede bestanden ja nicht nur aus Lesearten, sondern auch aus ganzen Suren. Viele Verse wurden vernichtet. Einige Teile des Korans wurden gar nicht überliefert oder hinzugefügt, zum Beispiel die Suren von Ibn Masud oder Ubay. Das siehst du auch in diesem Video. Okay, Uthman hat also die Koranvarianten verbrennen lassen, doch haben wir wenigstens noch den Koran, den er und seine Mitarbeiter zusammengestellt haben? In den letzten Jahren zeigte sich, dass die alten Koranmanuskripte, die angeblich aus Uthmans Zeit stammen sollen, alle viel später geschrieben wurden. Es sind alles Abschriften von Abschriften. Es gibt heute mehr als 1000 Handschriften, die vom Forscher miteinander verglichen werden, um näher an den Urtext heranzukommen. Es gibt fast keine Textstücke aus der Zeit Mohammeds, wenn dann höchstens ein Stück aus einer Sure. Und der früheste komplette Koran stammt aus dem Jahr 900 bis 1000 nach Christus, mehr als 200 bis 300 Jahre nach Mohammed. Und welchen Koran haben wir jetzt in der Hand? Das kommt darauf an, wo du lebst. Die meisten Muslime weltweit haben einen der verschiedenen Rezitationsarten des Korans. Obwohl Uthman die verschiedenen Koranversionen verbrannte, gibt es immer noch verschiedene Rezitationsarten. Kurz zur Klärung. Man spricht von Lesearten, wenn diese 7 Versionen im Himmel gemeint sind, und von Rezitationsarten, wenn von den heutigen Koranversionen gesprochen wird. 7, 10 oder 14 Rezitationsarten existieren und sie sollen alle gleichzeitig richtig sein. Es gibt also auch heute Unterschiede beim Rezitieren, die den Klang, aber auch den Inhalt verändern. Vergleichen wir einmal die Koranversion Warsh, die in vielen afrikanischen Ländern benutzt wird, und die Koranversion Hafs, die im Nahen Osten benutzt wird. In Sure 333 heißt es einmal bei Hafs وَسَارِعُوا und die Warsh-Version sagt, سَارِعُوا. also ist bei der Hafs-Version ein und dabei, bei der anderen Version nicht. Und wenn du bedenkst, dass Muslime glauben, dass der Koran perfekt erhalten geblieben ist, Wort für Wort, dann ist das kein kleiner Unterschied oder nur eine Art der Rezitation. Nein, es ist eine andere Koranversion. In Sure 21, Vers 4 heißt es, قَالَ und in der anderen Version heißt es, قُلْ. er sagt oder sag, also einmal mit und einmal ohne den Buchstaben Aleph. Das gibt bereits einen anderen Sinn und du kannst viele weitere Unterschiede zwischen diesen Koranversionen finden. Außerdem haben wir jetzt nur 2 Versionen miteinander verglichen. Es gibt noch weitere Versionen mit vielen verschiedenen Varianten, die sich aber nicht alle durchgesetzt haben. Also sei dir darüber klar, es gibt heute unterschiedliche Koranversionen, die von Muslimen verwendet werden. Und es sind nicht nur Vokale, es sind einzelne Konsonanten oder Wörter, wodurch sie sich unterscheiden. Und sie verändern die Bedeutung. Außerdem gibt es Texte, die im Jemen gefunden wurden, die haben Unterschiede, die sind wie die Unterschiede zwischen den Handschriften des Neuen Testaments. Die roten Stellen zeigen die Unterschiede zwischen dem heutigen Koran und dem Koran, der dort gefunden wurde. Der Text war früher noch nicht standardisiert. Das wissen wir aus den Texten, die sich hinter den Texten verstecken. Das sind Texte, die überschrieben wurden und man kann dennoch herausfinden, was ursprünglich dort stand. Natürlich werden einige Muslime alles verneinen, den Forscher nicht glauben und alle Handschriften, die ihrem Koran widersprechen, als Fälschung bezeichnen. Kann es also sein, dass der Koran in unserer Hand nicht das perfekt überlieferte Buch ist? Ganz sicher nicht. Danke. Im zweiten Teil schauen wir uns die textkritische Forschung der Bibelhandschriften an.